Lektion 1. Sehenswürdigkeiten erkunden. Welche Sehenswürdigkeiten sollten wir nicht verpassen? Der Leuchtturm und das historische Schloss. Die klingen fantastisch. Beide Orte müssen eine faszinierende Geschichte haben. In der Tat, der Leuchtturm ist wahrscheinlich auch ziemlich malerisch. Ich kann es mir vorstellen, hoch vor dem Hintergrund des Meeres zu stehen. Und das Schloss? Ein Hauch von mittelalterlichem Charme könnte magisch sein. Unbedingt. Solche Orte zu erkunden fühlt sich immer wie eine Zeitreise in die Vergangenheit an. Haben Sie viele historische Stätten besucht? Ein paar. Jeder hat seine eigene Geschichte zu erzählen. Lassen Sie uns sowohl den Leuchtturm als auch das Schloss zu unserer Reiseroute hinzufügen. Lektion 2. Szenische Erkundung. Es ist ein guter Ort, um herumzulaufen oder Fahrrad zu fahren. Das klingt herrlich. Gibt es auch Pferdekutschenfahrten? Ja, obwohl die Hauptstraße manchmal ziemlich voll sein kann. Ich schätze malerische Strecken. Sie sorgen dafür, dass sich die Reise angenehmer anfühlt. Unbedingt. Außerdem scheint eine Pferdekutschenfahrt herrlich. Es würde eine einzigartige Perspektive auf die Gegend bieten. In der Tat, jede Art des Reisens verleiht dem Erlebnis eine besondere Note. Ich kann mir vorstellen, dass der sanfte Rhythmus der Pferde beruhigend wirken würde. Planen wir bald einen Tag ein, um diesen bezaubernden Ort zu erkunden. Lektion 3. Küstenwunder. Haben Sie jemals von den atemberaubenden Stränden und der vielfältigen Tierwelt in Costa Rica gehört? Das habe ich. Und es klingt absolut fantastisch. Warst du schon einmal dort? Leider habe ich das nicht getan, aber ich träume davon, an diesen Sandstränden entlang zu laufen. Ich kann mir nur vorstellen, wie malerisch es sein muss. Welcher Tierwelt könnte man Ihrer Meinung nach begegnen? Soweit ich gehört habe, hängen Faultiere träge in Bäumen und bunte Tukane fliegen umher. Das allein klingt nach einer Postkarte. Was reizt dich sonst noch an Costa Rica? Der Gedanke, in kristallklarem Wasser zu schnorcheln, ist elektrisierend. Und die Gelegenheit, das lebendige Meeresleben zu beobachten, muss atemberaubend sein. In der Tat. Stellen Sie sich vor, Sie schwimmen neben einem Schwarm schillernder Fische. Lektion 4. Über Geschichte nachdenken. Der Turm, der dort steht, erinnert an einen Krieg an diesem Ort und seinen General. Wie faszinierend. Historische Markierungen können uns so viel beibringen. In der Tat. Sie erinnern uns an die Opfer, die für unsere Freiheit gebracht wurden. Ich finde es wichtig, über die Geschichte und ihre Lehren nachzudenken. Sie prägt unsere Gegenwart und beeinflusst unsere Zukunft. Unbedingt. Glauben Sie, dass die Besucher die Bedeutung zu schätzen wissen? Viele tun es. Es bietet oft ein tieferes Verständnis ihrer Umgebung. Ich hoffe, Sie nehmen sich die Zeit, um mehr über die Geschichte solcher Wahrzeichen zu erfahren. Ich auch. Es kann sehr bewegend sein, sich auf diese Weise mit der Vergangenheit zu verbinden. Lektion 5. Wanderideen. Das klingt nett. Ich gehe vielleicht wandern. Oh, das ist eine tolle Idee. Wo erwägst du zu wandern? Ich denke darüber nach, die nahegelegenen Wanderwege zu erkunden, die zu atemberaubenden Ausblicken führen. Diese Trails können atemberaubend sein. Bist du schon einmal dorthin gewandert? Noch nicht, aber ich habe wunderbare Dinge von Freunden gehört. Ich kann es nur empfehlen. Die frische Luft und die Natur verjüngen. Ich glaube, ich werde die Erfahrung genießen. Möchtest du zu mir kommen? Das würde ich sehr gerne.
Wandern mit einem Freund macht es noch angenehmer. Lassen Sie uns einen Tag planen, um diese Trails gemeinsam zu erkunden. Lektion 6. Technologische Interessen. Nun, ich war schon immer von Technologie fasziniert, also denke ich über Softwareentwicklung nach. Das klingt nach einer vielversprechenden Berufswahl. Was interessiert dich daran am meisten? Ich liebe es, Probleme zu lösen und nützliche Anwendungen für Menschen zu entwickeln. Das sind wichtige Fähigkeiten in der Entwicklung. Hast du irgendwelche Lernkurse begonnen? Ja, ich habe letzten Monat mit einem Online-Kurs begonnen. Und er war ziemlich aufschlussreich. Fantastisch. Kontinuierliches Lernen ist in einem so schnelllebigen Bereich unerlässlich. Unbedingt. Die Technologielandschaft entwickelt sich ständig weiter. Ich glaube, deine Leidenschaft wird dich zu großartigen Möglichkeiten führen. Danke. Ich bin gespannt, wohin mich diese Reise führt. Lektion 7. Lebensqualität. Die Fortschritte, die wir machen, verbessern weiterhin unsere Lebensqualität. In der Tat. Jeder Schritt vorwärts weckt Hoffnung, innovative Lösungen zu finden. Es ist inspirierend zu sehen, wie Gemeinschaften zusammenkommen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Unbedingt. Kollektive Anstrengungen können zu bemerkenswerten Veränderungen führen. Auf welche spezifischen Fortschritte hoffen Sie am meisten? Ich glaube, dass neue Innovationen im Gesundheitswesen das Leben erheblich verbessern können. Das ist ein vielversprechendes Feld. Technologische Verbesserungen können neue Möglichkeiten bieten. Und diese Fortschritte können den Bedürftigen wichtige Dienste bieten. Gemeinsam können wir auf eine bessere und gesündere Zukunft hinarbeiten. Lektion 8. Gefängnisreformen. Für eine gewählte Person ist es schwierig, das zuzugeben. Aber die Unruhen in Strangeways führten zu einigen Gefängnisreformen. Wirklich? Das klingt beeindruckend. Wie ist das passiert? Nun, oft braucht es ein bedeutendes Ereignis, um Veränderungen auszulösen. In der Tat. Welche spezifischen Reformen haben sich aus der Situation ergeben? Viele Änderungen konzentrierten sich auf die Verbesserung der Bedingungen für die Insassen und die Verringerung der Überbelegung. Das sind entscheidende Schritte. Es scheint, als müsste eine besorgniserregende Situation eskalieren, damit sich etwas ändert. Genau. Es ist ironisch, dass Chaos manchmal zu konstruktiven Ergebnissen führt. Die Reaktion der Gemeinschaft muss erheblich gewesen sein, als sie auf diese Reformen gedrängt hat. Ja, öffentlicher Druck kann ein starker Motivator für Veränderungen sein. Lektion 9. Schnelles Wachstum. Aus diesem einen Geschäft in Bentonville sind 4.203 Geschäfte in den USA geworden, plus ein weiteres. Wow, das ist ein erstaunliches Wachstum. Worauf führen Sie das zurück? Zweifellos starkes Branding und Kundenbindung. Das sehe ich. Die Leute lieben Vertrautheit, besonders wenn es um guten Service geht. Genau. Außerdem hat Ihr Engagement für niedrige Preise eine Rolle gespielt. Es ist eine Gewinnstrategie. Haben Sie jemals den originalen Bentonville-Laden besucht? Habe ich nicht. Aber es steht auf meiner Wunschliste. Es muss sich einzigartig anfühlen zu sehen, wo alles begann. Unbedingt. Ein Besuch könnte interessante Einblicke in die Entwicklung des Einzelhandels geben. Lektion 10. Fitnessspaß. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall irgendwann zusammen ausgehen. Das klingt nach einer großartigen Idee. Wann hast du nachgedacht? Wie wäre es, wenn wir eine Trainingseinheit planen? Damit bin ich einverstanden. Ich könnte etwas Bewegung gebrauchen.
Wunderbar. Welche Art von Training hattest du im Sinn? Vielleicht könnten wir Yoga ausprobieren oder im Park joggen gehen. Yoga klingt entspannend, aber ich muss zugeben, ich bin nicht sehr flexibel. Du musst keine Brezel sein. Es wird trotzdem Spaß machen. Stimmt. Ich kann mich immer wie ein vornehmer, unbeugsamer Baum verhalten. Lektion 11. Szenische Reisen. Ich habe gehört, dass Züge oft die bequemste und landschaftlich reizvollste Reisemöglichkeit sind. Das ist in der Tat wahr. Zugreisen haben etwas Romantisches. Ich kann mir gut vorstellen, auf Reisen wunderschöne Landschaften zu genießen. Es verleiht der Reise wirklich eine andere Note, nicht wahr? Unbedingt. Stellen Sie sich vor, Sie trinken Tee, während Sie die Landschaft betrachten. Apropos, wir müssen sicherstellen, dass wir Tickets im Voraus buchen. Ja, ich möchte nicht, dass alle Plätze ausverkauft sind. Das wäre in der Tat ziemlich enttäuschend. Genau. Lass uns dieses Abenteuer bald planen. Lektion 12. Pläne für den Nachmittag. Das klingt toll. Wann kannst du gehen? Ich bin ziemlich flexibel. Wie wäre es morgen Nachmittag? Morgen Nachmittag gegen 3 würde für mich perfekt funktionieren. Herrlich! Was machen wir während unseres Ausflugs? Vielleicht könnten wir das neue Café besuchen und die Nachbarschaft erkunden. Ich habe tolle Dinge über dieses Café gehört. Ja, ich freue mich darauf, Ihr berühmtes Gebäck zu probieren. Jetzt hast du mich begeistert. Sollen wir uns auf ein herrliches Abenteuer begeben? Unbedingt. Lassen Sie uns einen unvergesslichen Nachmittag daraus machen. Lektion 13. Die Wunder der Natur. Die Aussicht von oben hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich kann mir das vorstellen. Die Schönheit muss atemberaubend gewesen sein. Die Natur hat ihre eigene Art, das Herz zu fesseln, nicht wahr? Ganz gewiss. Jede Landschaft erzählt eine einzigartige Geschichte. Ich fühle mich gestärkt, nur weil ich von solcher Schönheit umgeben bin. Es ist, als ob die Berge allen, die sie besuchen, ihr Loblied singen. Ich stimme zu. Die frische Luft und die Ruhe sind unübertroffen. Sollen wir bald eine weitere Wanderung planen? Ja, ich freue mich darauf, mit dir neue Terrains zu erkunden. Lektion 14. Snack-Abenteuer. Hört sich gut an. Ich bringe ein paar Snacks für unseren Ausflug mit. Großartig. Ich werde eine Karte und meine Kamera mitbringen, um die Momente festzuhalten. Perfekt. Ein bisschen Nahrung hält unsere Energie auf unseren Abenteuern aufrecht. Und ich kann unsere Zeit mit ein paar herrlichen Fotos dokumentieren. Sicherlich wird unsere Reise sowohl unterhaltsam als auch köstlich sein. Welche Art von Snacks haben Sie vor mitzubringen? Ich dachte an Obst und Sandwiches. Einfach und doch effektiv. In diesem Fall werde ich ein paar leckere Kekse zu unserer Snack-Kollektion beitragen. Kekse und Obst? Wir werden wohlgenährte Abenteurer sein. Lektion 15. Die Entwicklung des Frauensports. Sie hätten noch ein paar Frauenveranstaltungen in ihre Spiele aufnehmen sollen. Obwohl nicht viele, war das goldene Zeitalter des Frauensports bemerkenswert. Das war es sicherlich. Die Gleichstellung der Geschlechter im Sport hat Zeit in Anspruch genommen. Es wurden Fortschritte erzielt, aber es liegt noch ein langer Weg vor uns. Genau. Sportlerinnen verdienen die gleiche Anerkennung wie Männer. Ihre Erfolge verdienen es, genauso gefeiert zu werden. Vielleicht könnte mehr Medienberichterstattung das Bewusstsein schärfen. Ja.
Sichtbarkeit kann zu mehr Chancen für Sportler führen. Eine bessere Zukunft für den Frauensport ist für den Fortschritt unerlässlich. Lektion 16. Weinauswahl. Ich denke, eine Auswahl an Rot- und Weißweinen zusammen mit etwas Mineralwasser wäre ideal. Das klingt herrlich. Eine perfekte Kombination für jede Veranstaltung. Ein ausgewogenes Geschmackserlebnis hält den Gaumen bei Laune. In der Tat. Es ist auf verschiedene Vorlieben und Geschmäcker zugeschnitten. Außerdem dient Mineralwasser als erfrischende Option für Nichttrinker. Immer eine durchdachte Wahl, um sicherzustellen, dass sich jeder einbezogen fühlt. Es gibt den richtigen Ton für eine entspannte soziale Atmosphäre an. Und ein Glas Wein kann zu herrlichen Gesprächen führen. Ein Toast auf unvergessliche Momente und gute Gesellschaft ist in Ordnung. Lektion 17. Unerwartete Ausgaben. Es ist überraschend, wie unerwartete Ausgaben auftauchen, wenn Sie beginnen, Ihre Ausgaben zu verfolgen. Unbedingt. Mir wurde klar, dass ich viel mehr für Kaffee ausgegeben habe, als ich dachte. Ah, die berüchtigte Kaffeefalle. Es kann sich schnell summieren, nicht wahr? In der Tat. Als ich anfing, meine Einkäufe zu protokollieren, öffnete mir das die Augen. Ich stellte fest, dass Snacks in Convenience Stores mein Budget belasteten. Bequemlichkeit kann teuer sein. Haben Sie seitdem irgendwelche Anpassungen vorgenommen? Ja, ich bringe jetzt stattdessen Snacks von zu Hause mit. Viel kostengünstiger. Eine fantastische Strategie. Ich sollte eine Seite aus deinem Buch nehmen. Es geht um achtsame Entscheidungen. Wie haben Sie Ihr Budget verwaltet? Lektion 18. Geduldig sein. Sie haben recht. Wir sollten versuchen, geduldig zu sein, während Sie das Problem beheben. Geduld ist eine Tugend, besonders in solchen Situationen. Das ist es auf jeden Fall. Bei Verzögerungen kann es leicht zu Frustration kommen. Die Aufrechterhaltung einer positiven Einstellung kann jedoch dazu beitragen, die Zeit zu vertreiben. Genau. Vielleicht finden wir einen Weg, uns zu beschäftigen, während wir warten. Wie wäre es, ein Spiel zu spielen oder über unsere Lieblingsreiseziele zu sprechen? Das klingt nach wunderbaren Ideen. Das wird das Warten weniger mühsam machen. Bleiben wir bei guter Laune. Das Problem wird gelöst sein, bevor wir es wissen. Einverstanden. Ein fröhliches Gespräch kann jede Wartezeit angenehm machen. Lektion 19. Fähigkeiten in der Wildnis. Er tötete mehrere Wölfe, die seine Pferde angriffen. Er lernte, lange Strecken auf dem Pferderücken zurückzulegen. Das ist eine ziemliche Geschichte. Es unterstreicht die Herausforderungen, denen er sich gestellt haben muss. In der Tat. Überlebensfähigkeiten sind in solchen Szenarien von entscheidender Bedeutung. Ich kann mir nicht vorstellen, sein Vieh so verteidigen zu müssen. Es ist ein Beweis für Widerstandsfähigkeit und Einfallsreichtum unter widrigen Bedingungen. Hat er besondere Techniken entwickelt, um lange Strecken zurückzulegen? Ich glaube, er hat im Vorfeld eine sorgfältige Planung und Erkundung durchgeführt. Klug. Vorbereitung ist der Schlüssel, wenn man mit Unvorhersehbarkeit in der Natur konfrontiert ist. Unbedingt. Wie faszinierend muss es gewesen sein, diese Fähigkeiten zu beherrschen. Lektion 20. Traditionelle Ansichten. Im Namen seiner Frau glauben einige Männer, dass Frauen weder die Intelligenz noch die Fähigkeit besaßen. Nehmen Sie an der Entscheidungsfindung oder Führung teil, richtig? Genau. Es ist erstaunlich, wie veraltet solche Ansichten heute sind. In der Tat. Jeder verdient Chancengleichheit, unabhängig vom Geschlecht.
Es ist entscheidend, diese Stereotypen in Frage zu stellen, um Fortschritte zu erzielen. Ja. Bildung ist ein wirksames Instrument, um diese Barrieren abzubauen. Ich glaube, dass eine stärkere Vertretung in allen Bereichen unerlässlich ist. Unbedingt. Vielfältige Perspektiven bereichern Diskussionen und verbessern die Ergebnisse. Gemeinsam können wir Gleichheit fördern und uns gegenseitig stärken. Lektion 21. Projektzeitpläne. Erstens, scheint der Zeitplan für die Umsetzung etwas knapp zu sein. Können wir ihn verlängern? Das klingt vernünftig. Eile kann die Qualität beeinträchtigen. Genau. Es ist wichtig, realistische Erwartungen an das Projekt zu stellen. Haben Sie darüber nachgedacht, einen neuen Zeitplan vorzuschlagen, der eine gründliche Entwicklung ermöglicht? Ja, ich glaube, ein zusätzlicher Monat würde ausreichen, um das Endprodukt zu verbessern. Ich stimme zu. Dies wird zu einem ausgefeilteren Projekt führen. Lassen Sie uns diese Anfrage an das Team weiterleiten und deren Feedback einholen. Klingt nach einem Plan. Klare Kommunikation ist entscheidend für Vielseitigkeit. Gemeinsam können wir den Projekterfolg sicherstellen. Lektion 22. Kulturelle Anpassung. Steve musste sich an das Essen in Japan gewöhnen. Sie essen viel Fisch. Das ist eine ziemliche Anpassung. Wie ist er mit dieser Veränderung umgegangen? Er erwähnte, dass er vor seinem Umzug noch nie viel Fisch gegessen hatte. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Herausforderung war. Hat es ihm irgendwann Spaß gemacht? Überraschenderweise, ja. Er fand einige Gerichte sehr lecker. Das ist wunderbar. Kulinarische Erkundungen können zu unerwarteten Köstlichkeiten führen. Es ist faszinierend, wie Essen kulturelle Unterschiede überbrücken kann. Unbedingt. Das Ausprobieren neuer Lebensmittel kann die eigene Erfahrung an einem neuen Ort verbessern. Ich glaube, dass solche Erfahrungen unser Leben auf eine Weise bereichern, die wir nicht vorhersehen können. Lektion 23. Mit Farben experimentieren. Hast du jemals mit verschiedenen Farbtönen für deine Kunst experimentiert? Ja, es ist faszinierend zu sehen, wie Farben ein Stück komplett verändern können. Was ist mit den Designs? Irgendwelche Tipps, um sie zu verbessern? Ich würde vorschlagen, mit kontrastierenden Farben zu spielen, um Tiefe zu erzeugen. Toller Rat. Ich finde oft, dass kontrastierende Farben meine Arbeit hervorheben. Erwägen Sie auch, eine Textur einzubauen, um das visuelle Interesse zu erhöhen. Das ist eine kluge Idee. Die Textur kann ein Kunstwerk wirklich hervorheben. Es erweckt letztendlich Ihre Vision zum Leben. Ich freue mich darauf, diese Techniken in meinem nächsten Projekt auszuprobieren. Lektion 24. Gebäck und Schnecken. Haben Sie schon einmal einen Blätterteig probiert, das einfach im Mund zergeht? Ich muss gestehen, dass ich dieses Vergnügen noch nicht hatte. Auf welches Gebäck beziehen Sie sich? Ich bin kürzlich auf ein köstliches Mandelcroissant gestoßen, das himmlisch war. Die Schichten waren so empfindlich. Das klingt exquisit. Allerdings muss ich sagen, dass ich mehr neugierig auf deine Erfahrung mit Schnecken bin. Wie war das? Ich war angenehm überrascht. Ich habe anfangs gezögert, aber die Knoblauchbutter hat sie sehr lecker gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass der Knoblauch einen wunderbaren Geschmack verleihen würde. Haben sie so geschmeckt, wie man es erwarten würde? Sie waren ziemlich zart und überraschend schmackhaft. Es war ein herrliches Erlebnis, obwohl ich zugeben muss, dass sie etwas ungewöhnlich aussahen. Ich würde zustimmen, dass sie ein einzigartiges Aussehen haben. Warst du nervös, sie auszuprobieren? Ein bisschen.
Aber manchmal muss man seine Komfortzone verlassen, um kulinarische Entdeckungen zu machen. Lektion 25. Erinnerungen und Wachstum. Es scheint, dass Erinnerungen eine Mischung sein können, nicht wahr? Ich stimme zu. Manche Erinnerungen rufen Freude hervor, während andere ein Gefühl von Melancholie vermitteln. Wie gehst du mit den schmerzhaften um? Ich glaube, es ist wichtig, sie anzuerkennen. Sie erinnern uns an unser Wachstum und unsere Widerstandsfähigkeit. Das ist eine kluge Perspektive. Ich finde oft, dass das Nachdenken über diese Momente mir hilft, die Gegenwart zu schätzen. In der Tat. Schmerzhafte Erinnerungen können uns wertvolle Lektionen beibringen. Es ist interessant, wie sie unseren Charakter prägen, nicht wahr? Unbedingt. Ich finde es faszinierend, darüber nachzudenken, wie diese Erfahrungen unsere zukünftigen Entscheidungen beeinflussen können. Haben Sie eine Erinnerung erlebt, die Sie anfangs als schmerzhaft empfunden haben, aus der Sie aber später gelernt haben? Ja, in der Tat. Ein Misserfolg aus meiner Vergangenheit hat mich Ausdauer gelehrt. Ich nehme Herausforderungen jetzt mit offenem Herzen an. Das ist eine lobenswerte Einstellung. Jede Erfahrung, die gute und die schlechte, verleiht unserem Leben Farbe. Lektion 26. Einfluss von Universitäten und Unternehmen. Es scheint, dass die akademische Welt zunehmend von Unternehmensinteressen beeinflusst wird. Was sind Ihre Gedanken zu diesem Thema? Ich finde es ziemlich besorgniserregend. Die Frage, wer die akademische Agenda festlegt, ist in der Tat von entscheidender Bedeutung. In der Tat wirft dies Fragen zur Integrität der Bildung auf. Sollten Institutionen dem Lernen oder dem Profit Priorität einräumen? Genau. Es muss ein Gleichgewicht zwischen der Gewinnung von Sponsoren und der Wahrung akademischer Werte gefunden werden. Es ist ein empfindliches Gleichgewicht. Wenn sich der Schwerpunkt zu sehr verschiebt, laufen wir Gefahr, die Qualität der Bildung zu beeinträchtigen. Ich stimme voll und ganz zu. Bildung sollte Wissen Vorrang vor monetärem Gewinn einräumen. Was ist Ihrer Meinung nach die Lösung? Vielleicht könnten mehr Transparenz und Engagement mit Studierenden und Dozenten helfen. Es ist wichtig, dass Bildungseinrichtungen alle Interessengruppen konsultieren. Das ist ein ausgezeichneter Punkt. Durch die Einbindung der Gemeinschaft wird sichergestellt, dass die akademische Agenda unterschiedliche Perspektiven und Bedürfnisse widerspiegelt. Genau. Universitäten sollen ein Ort der Erkundung und Erforschung sein, nicht nur gewinnorientierte Unternehmen. Lektion 27. Sich Ausgeglichenheit gönnen. Es wird oft gesagt, dass es im Leben um Balance geht. Stimmen Sie diesem Gefühl zu? Unbedingt. Ich glaube daran, sich Genussmomente inmitten von Disziplin zu gönnen. Was für eine erfrischende Perspektive. Hast du Cheat-Tage, an denen du dir erlaubst, bestimmte Leckereien zu genießen? Ja, das tue ich auf jeden Fall. Ein Tag ohne Einschränkungen bringt sowohl Freude als auch Befriedigung, nicht wahr? In der Tat ist es wichtig, Ihre großen und kleinen Siege zu feiern. Was gönnt ihr euch normalerweise? Ich muss sagen, ich habe eine Schwäche für Schokoladenkuchen, besonders für die reichhaltige und dekadente Sorte. Schokoladenkuchen ist ein Klassiker. Es ist schwer zu widerstehen. Normalerweise entscheide ich mich selbst für Gebäck. Eine herrliche Wahl. Welches Gebäck gönnen Sie sich am liebsten? Ich mag Eclairs sehr. Der mit Sahne gefüllte Genuss ist einfach unwiderstehlich. Lektion 28. Einkaufslisten und Essentials. Haben Sie jemals bemerkt, wie wichtig es ist, eine gut geplante Einkaufsliste zu haben? In der Tat habe ich das getan. Das spart Zeit und verhindert diese unvermeidlichen Impulskäufe. Ich stimme zu.
Oft wandere ich ziellos ohne eine Liste umher und gehe mit Artikeln nach Hause, die ich nicht kaufen wollte. Das ist durchaus nachvollziehbar. Sie müssen die Tomaten jedoch zur Liste hinzufügen. Sie sind für mein Lieblingsrezept unverzichtbar. Unbedingt. Daran werde ich mich erinnern. Was sollten wir Ihrer Meinung nach noch in unsere kulinarischen Bemühungen einbeziehen? Vergessen wir den Knoblauch und das Basilikum nicht. Eine köstliche Tomatensauce benötigt diese Zutaten. Exzellente Entscheidungen. Für ein gesundes Gleichgewicht könnten wir auch etwas frisches Gemüse in Betracht ziehen. Ja, natürlich. Eine Vielzahl von Farben macht jedes Gericht nicht nur gesünder, sondern auch optisch ansprechend. Ich muss sagen, ich koche gerne mit dir. Das macht das Einkaufen viel angenehmer. Lektion 29. Einkaufserlebnis. Ein weiser Mensch hat einmal gesagt, dass es entscheidend ist, Dinge vor dem Kauf anzuprobieren. Stimmst du zu? Unbedingt. Ich glaube, man muss sicherstellen, dass die Artikel gut passen, bevor man einen Kauf tätigt. Ich freue mich, dass wir uns einig sind. Es kann entmutigend sein, wenn etwas gut aussieht, aber nicht richtig passt. In der Tat. Ich probiere Kleidung immer vor dem Kauf an. Das bewahrt mich vor möglichen Enttäuschungen. Das ist eine brillante Strategie. Haben Sie jemals bereut, etwas gekauft zu haben, das Sie nicht zuerst anprobiert haben? Ja, ich habe ein wunderschönes Kleid gekauft, nur um festzustellen, dass es viel zu eng war, als ich nach Hause kam. Das ist bedauerlich. Es ist offensichtlich, dass das Anprobieren von Kleidung unerlässlich ist. Haben Sie ein Lieblingskleidungsgeschäft? Ja, das tue ich. In der Nähe gibt es eine schöne Boutique, die Unikate anbietet. Wie herrlich. Ich würde dich gerne bei deinem nächsten Einkaufsbummel begleiten. Lektion 30. Die helfende Hand. In Zeiten der Not ist es wichtig, um Hilfe zu bitten. Glaubst du das? Ganz gewiss. Es gibt Umstände, unter denen wir Hilfe in schwierigen Situationen suchen müssen. Genau. Es erinnert mich an die Geschichte von Pasteur, der einem schwer kranken Jungen half. Was für eine bemerkenswerte Geschichte. Er trat in einer Zeit der Not ein und zeigte großes Mitgefühl. Genau, er erkannte die Dringlichkeit und ergriff Maßnahmen, um dem Jungen zu helfen. Wie bewundernswert. Es erinnert daran, wie wichtig es ist, anderen zu helfen. Wir unterschätzen oft unsere Fähigkeit, etwas zu bewirken. Stimmt. Es braucht einen kleinen Akt der Freundlichkeit, um das Leben einer Person zu verändern. Haben Sie sich jemals gezwungen gefühlt, jemandem auf großartige Weise zu helfen? Ja, ich habe mich einmal freiwillig in einem Tierheim gemeldet, und es war eine lebensverändernde Erfahrung. Es öffnete mir die Augen für die Kämpfe anderer. Das ist inspirierend. Es ist wichtig, wann immer möglich unter die Arme zu greifen, nicht wahr? Lektion 31. Grundlegendes zur Gepäckabholung. Ich habe mich oft über die Gepäckregeln gewundert. Finden Sie sie verwirrend? Ganz richtig. Es gibt viele Nuancen, die einen überraschen können. Einige Artikel sollten erwähnt werden, wenn danach gefragt wird. In der Tat. Wir müssen auf die Gegenstände achten, die wir bei uns tragen. Waren Sie schon einmal mit Herausforderungen bei der Gepäckausgabe konfrontiert? Zum Glück hatte ich keine größeren Probleme. Es ist jedoch wichtig, vorbereitet zu sein. Genau. Sollen wir unsere Reiseutensilien besprechen, während wir warten? Das würde ich sehr gerne tun. Zu wissen, was man einpacken muss, macht das Reisen deutlich reibungsloser, nicht wahr? Ganz gewiss. Normalerweise lege ich Wert darauf, bequeme Kleidung und notwendige Toilettenartikel einzupacken. Das klingt nach klugen Entscheidungen.
Was ist mit der Unterhaltung für die Reise? Ich glaube, ein gutes Buch dabei zu haben oder eine Serie herunterzuladen, kann sich auf Reisen als von unschätzbarem Wert erweisen. Lektion 32. Bezahlung in der Unterkunft. Wie stehen Sie zum Zahlungsvorgang bei der Buchung von Unterkünften? Ich finde es sehr wichtig, die Anforderungen vorher zu verstehen. An den meisten Orten ist eine Anzahlung erforderlich. In der Tat kann es später viel Verwirrung ersparen, wenn Sie diese Informationen vor der Buchung kennen. Genau. Es hilft auch, entsprechend zu budgetieren. Hatten Sie in der Vergangenheit Probleme mit Unterkünften? Ja, es gab eine Zeit, in der ich das Kleingedruckte übersehen habe und es zu unerwarteten Gebühren kam. Das ist bedauerlich. Oft sind es diese kleinen Details, die zu Überraschungen führen können. Wie sorgen Sie für ein reibungsloses Buchungserlebnis? Ich lese immer Bewertungen und die Bedingungen, bevor ich mich entscheide. Es hilft, mögliche Fallstricke zu vermeiden. Das ist sehr weise von dir. Ich neige dazu, mich beim Anbieter der Unterkunft zu erkundigen, wenn etwas unklar ist. Kommunikation ist der Schlüssel. Sollen wir Tipps geben, um die besten Angebote für unsere zukünftigen Reisen zu finden? Lektion 33. Überlegungen zum Einkaufen. Welches Geschäft bevorzugen Sie, wenn Sie einkaufen gehen möchten? Normalerweise gehe ich zu dem in der Nähe. Es ist praktisch und hat eine gute Auswahl an Produkten. Das ist eine solide Wahl. Bequemlichkeit überwiegt oft das Reisen in entfernte Geschäfte. Unbedingt. Außerdem hilft die Vertrautheit mit dem Layout dabei, effizient durch die Gänge zu navigieren. Ich stimme voll und ganz zu. Hast du in letzter Zeit irgendwelche versteckten Juwelen in diesem Laden gefunden? Ja, ich habe eine hervorragende Auswahl an Biofrüchten entdeckt, die überraschend erschwinglich waren. Wie wunderbar. Ich finde es immer toll, in lokalen Geschäften unerwartete Schätze zu finden. Das macht das Einkaufserlebnis noch angenehmer. Sollen wir einen gemeinsamen Besuch planen? Das würde mir gefallen. Ein Abenteuer erwartet uns bei unserer lokalen Einkaufstour. Lektion 34. Historischer Einblick. Wissen Sie, seit der Unterzeichnung der Magna Carta im Jahr 1215 haben wir wirklich Pionierarbeit für demokratische Rechte geleistet. Finden Sie nicht? Unbedingt. Es war, als würde man einer modernen Regierungsführung eine Tür öffnen. Können Sie sich die Gespräche vorstellen, die zwischen diesen Baronen stattfanden? Das kann ich mir nur vorstellen. Vielleicht hat jemand erklärt, lasst uns Gesetze erlassen, anstatt nur dem König zu gehorchen. Richtig. Und dann muss ein Baron geflüstert haben, aber was ist, wenn dem König unsere neuen Gesetze nicht gefallen? Ah ja, ein klassischer Fall von, was ist, wenn wir den Herrscher verärgern? Damals hat es sicherlich Mut gekostet, für ihre Rechte einzustehen. In der Tat. Sie waren wirklich die ursprünglichen Verfechter der Demokratie. Ich frage mich, wie Sie gefeiert haben, nachdem Sie ein so monumentales Dokument erhalten haben. Vielleicht haben sie ein Fest abgehalten? Sie nippten an Matt und sagten, zu unseren Rechten. Ich könnte mir vorstellen, wie Sie durch die Felder schlendern, freudig lachen und sagen, endlich haben wir unser Schicksal in der Hand. In der Tat ein toller Anblick. Es macht deutlich, wie weit wir seit diesem entscheidenden Moment in den Bereichen Regierungsführung und Bürgerrechte gekommen sind. Lektion 35. Hilfe suchen. Glauben Sie, dass Sie an einem Förderkurs teilnehmen müssen, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern? Nun, derzeit scheint es keinen anderen Weg zu geben. Ich denke, es könnte mir wirklich zugutekommen. Das klingt vernünftig. Oft ist die Suche nach Hilfe der erste Schritt zur Verbesserung, nicht wahr? In der Tat. Mir ist klar geworden, dass jeder manchmal von einer kleinen zusätzlichen Anleitung profitieren kann. Genau,
Ich meine, selbst die erfahrensten Menschen hatten Mentoren oder nahmen an Kursen teil, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Sie haben recht. Es ist unerlässlich, dass Sie nicht davor zurückschrecken, bei Bedarf Hilfe in Anspruch zu nehmen. Haben Sie jemals einen Förderkurs besucht? Das habe ich einmal in meinem frühen Studium getan, und es hat einen signifikanten Unterschied gemacht. Es hat sich auch als sehr unterhaltsam herausgestellt. Das macht Sinn. Lernen in einer unterstützenden Umgebung kann das eigene Selbstvertrauen wirklich stärken. Unbedingt. Außerdem triffst du andere, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen, und das kann sehr ermutigend sein.